Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sind wir auf Rottnest Island und wir werden jetzt heute hier auf der Suche nach Quokkas gehen, beziehungsweise ein paar richtig schöne Spots abchecken und ich nehme euch natürlich wieder mit. Viel Spaß! Eine kleine Zwischenmeldung von mir. Ja, die Landschaft gefällt mir bis jetzt mega schön und ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich es schaffen werde, die ganze Insel zu erkunden. Ich muss immer wieder anhalten, um Bilder zu machen oder Videos oder mal eben die Drohne gestartet oder was auch immer. Und ja, mal sehen, ob ich überhaupt zum Schnorcheln komme oder zum generell mal entspannen. Ich habe ja noch bis 18 Uhr Zeit, also ich habe ca. um 8 die Fähre genommen morgens und bis 18 Uhr, also es müssten ja 10 Stunden sein. Aber ja, mal sehen, ob ich das alles schaffe, ne? Schaut doch einfach an, wie schön es hier einfach ist. Es ist einfach unglaublich. Ich glaube, das ist die schönste Fahrradtour, die ich je gemacht habe. Und ja, falls ihr euch wundert, wo Danai ist, sie hat schon leider, wo sie nach Australien kam, schon hier Rottnest ausgecheckt. Von daher wollte sie jetzt nicht nochmal ja, die Tour bezahlen, beziehungsweise die Fähre und die Fahrradverleihung. Und ja, deswegen mache ich jetzt hier einfach alleine die Insel.
Erachtens muss ich mich jetzt leider verabschieden, auch von der Insel als auch von den Quokkas. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile schon auf dem Festland. Es war einfach eine mega schöne Zeit auf der Insel. Rottnest Island ist einfach unglaublich schön, wie ein Paradies. Es hat mega schöne Flecken, super geile Schnorchelspots und dann auch all diese Quokkas, die da einfach rumlaufen, ist einfach mega cool. Die sind einfach mega süß und einige kamen auch zu mir an und wollten als Essen oder was auch immer oder weiß nicht, jetzt zum Schluss zum Beispiel, ich blende hier mal so ein paar Bilder ein. Da kam der einfach zu mir und ja, man konnte einfach mit dem super Bilder machen und der wollte anscheinend mit mir knuddeln oder was weiß ich. War auf jeden Fall ziemlich nice, hat mich mega gefreut und ja, es werden auf jeden Fall noch weitere schöne Momente hoffentlich folgen in Australien. Bis dahin, ciao.